Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserer kleinen Bewegungseinheit. Fayo ist das Bewegungssegment von Liebscher und Pracht. Wir werden also viele dehnende Bewegungen, aber auch mobilisierende Bewegungen durchführen mit Winkeln, die unsere Gelenke können, aber wir selten im Alltag haben. Diese Stunde ist ein Live-Mitschnitt, also wundere dich nicht, wenn ich neben dem PC nicht immer in die richtige Kamera schaue, aber ich denke, es freut dich vielleicht, dass du auch im Nachgang noch einmal diese Stunde mitmachen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Du bist etwa auf Schulterlinie, etwas lösen, atme ein, mit dem Ausatmen nochmal nach hinten ziehen. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Bleib außen rotiert, Handflächen zeigen zur Decke, sehr schön. Löse etwas und mit dem Ausatmen nochmal nach hinten ziehen. Versuch zu steigern, öffne dein Brustbein, denk an eine leichte Bauchspannung. Und dann darfst du langsam lösen, bring die Arme nochmal nach vorne, Schultern tief. Wir gehen etwas höher, wie deine Schultern hoch sind. Handflächen zur Decke drehen. Kleine Fingerkante zeigt zueinander, Schultern hinten runterrutschen lassen und jetzt etwas höher wie deine Schultern, die Arme nach hinten ziehen, Ellbogen gestreckt. Atme aus und verstärk die Bewegung nach hinten. Einatmen, etwas lösen. Aus, nochmal, nach hinten ziehen. Zieh mehr, zieh mehr, zieh mehr. Komm, komm, komm. Bleib dabei, Viola. Sehr schön. Etwas lösen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Alles, was unter Schulterlinie ist, ist noch nicht anstrengend. Das merkst du gerade. Ihr wollt etwas, was wach hält. Ja, und etwas lösen. Nach vorne bringen die Arme. Durchatmen, Schultern tief. Wir gehen auf 45 Grad. Handflächen wieder nach außen drehen, der Daumen zeigt nach außen, Handfläche zur Decke und nimm die Arme auf 45 Grad nach oben. Denk an deine Bauchspannung. Über die Füße schieb dich weg. Schultern nach hinten, unten, Fingerspitzen nach oben, der Daumen zieht zurück. Ausatmen, ein, nur etwas lösen. Aus, nochmal, nach hinten ziehen. Noch mehr, strecke im Ellbogen, zieh noch einen Hauch. Ja, und etwas lösen. Einatmen, ausatmen, nochmal zurück. Schulterblätter tief. Daumen für die Bewegung. Streck die Fingerspitzen. Schieb dich von den Füßen raus. Langsam lösen. Bring die Arme nochmal nach vorn. Sehr schön. Eine Runde haben wir noch. Das schaffen wir noch. Schulter nochmal zurück. Handflächen diesmal zum Boden drehen. Und du gehst mit den Armen ganz nah am Ohr vorbei. Zieh die Arme so weit du kannst nach hinten, so eng du kannst nach hinten und streck sie so lang du kannst. Einatmen, etwas lösen. Aus, nochmal nach hinten ziehen. Ausatmen, ausatmen, ausatmen. Zieh noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wieder lösen. Drittes Mal, komm, das schaffen wir noch. Ausatmen, halt dagegen. Bauchspannung, aber oben die Arme ziehen zurück. Und jetzt kreis hinten durch. Versuch so eng du kannst mit den Armen nach hinten zu kreisen. Komm ganz nach vorne, das ist der leichte Part. Handflächen wieder zum Boden und jetzt drehe die kleinen Fingerkanten hoch zur Decke, sodass wir wie in eine Einwärtsrotation kommen. Kreis über oben, wie beim Schwimmen. Und dann fang an, die Arme in eine Außenrotation hinten rum zu kreisen. Sehr schön. Drittes Mal. Nochmal. Rücken zeigen zueinander, zieh die Arme nach oben, mach dich lang, so lang und weit du kannst an deiner Dehnungsgrenze nach hinten durcharbeiten und die Schultern mal durchlockern. Guten Morgen, einatmen, mach dich groß, zieh die Arme nach oben, beide Arme ziehen nach links, schieb dein Becken nach rechts, eine schöne Seitbeuge, zieh dich hier in die Länge. Komm zurück zur Mitte, einatmen, lang machen. Die Arme ziehen nach rechts, dein Becken schiebt nach links. Weiter, 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 sehr schön. Und komm nochmal zurück. Jetzt gehen wir hier mit dem Rumpf in eine Kreisposition oder in eine Kreisbewegung. Du ziehst die Arme nach oben, beugst dich zur Seite. Genau, lass die Schultern ruhig mal arbeiten, Bauchdecke nach innen. Und zieh dich so weit du kannst in die Seitbeuge. Die obere Schulter und dein Brustbein dreht zum Boden. Jetzt tauch hier in der Seite ein. Seitlich neben deinem linken Bein. Gut, dreh nach vorne. Und zur rechten Seite, seitlich neben dein rechtes Bein.
Die linke Schulter zieht hoch zur Decke, der linke Arm zieht hoch zur Decke, der rechte folgt. Du schaust durch die Arme in einer Seitbeuge nach oben und kommst in den Stand zurück. Wie zwischen zwei Scheiben gehst du in die Seitbeuge. Gut, tauchst ein, seitlich neben dein linken Bein, geh tief in die Vorbeuge. Der Rumpf dreht in die andere Richtung. Linke Schulter kommt über die rechte Seite zuerst nach oben. Der Arm links führt die Bewegung, rechts folgt. In eine lange Streckung, dritter Kreis. Tauch über die linke Seite wieder ein. Find dein eigenes Tempo und versuch in jeder Position kontrolliert bis an dein Maximum zu gehen und komm über die andere Seite wieder nach oben. Richtungswechsel. Seitbeuge nach rechts. Viola ist wieder da. Zieh dich lang und tauch ein. Ganz genau. Unten angekommen, zur anderen Seite drehen. Streck die Arme raus und führ die Arme über die Seite nach oben. So, fang an, das Becken nach vorne zu schieben, sodass eine leichte Rückbeuge entsteht. Zieh dich nach rechts. Und fang an, hier wieder über die Seite einzutauchen. Nach unten zu wechseln. Nochmal nach oben zu kommen. Becken nach vorne zu schieben. Tauch ein letztes Mal ein. Zieh die Flanke in die Länge. Ja, alles auseinanderziehen. Eintauchen. Kurz aushängen. Und wenn du magst, roll Wirbel für Wirbel nach oben, Knie ein bisschen soft und komm zurück in deine Standposition. Ich denke, wir sind wach, oder? Sehr schön. So, das können wir natürlich noch ein kleines bisschen steigern. Du hast deine Füße verankert, nimmst deine Arme und ziehst sie zur Seite auf Schulterlinie nach außen. Wir gehen in die Rotation. Jetzt ist dein Blick ganz wichtig. Schärfe ihn, lass die Augen offen und bleib wach im Blick. Dreh nach rechts und du siehst mich jetzt gleich nicht, sodass du gut hinhörst, welcher Arm folgt. Der rechte Arm zieht den ganzen Rumpf nach hinten. Der linke Arm zieht aber auch nach hinten, sodass dein Brustbein so richtig weit offen ist. Beide Arme ziehen nach hinten, aber du rotierst. Knie durchgestreckt, beide Arme ziehen nach hinten, du rotierst, Kopf folgt mit dem Blick der rechten Hand. Sehr schön, komm langsam zurück. Stell dir vor, ich gebe dir ein Terraband und das ist so straff, dass es dir die Arme nach hinten zusammenzieht. Dreh nach links. Die Arme sind wie in einer Überstreckung nach hinten zusammengeführt. Der Blick geht nach links, folgt der linken Hand. Die rechte Hand zieht auch zurück. Brustbein öffnen, Knie durchstrecken. Handflächen zeigen zur Decke. Blick folgt dem Daumen und dann komm langsam wieder zurück. Ganz kurz mal die Arme lösen, ganz genau. Und dann machen wir das nochmal und diesmal folgt der andere Arm der Bewegung. Einverstanden? Arme wieder weit, Schultern tief. Du drehst und fängst an, mit dem rechten Arm dich nach hinten zu ziehen. Soweit du kannst. Füße bleiben fest, Knie gehen mit, sind gestreckt, Becken geht mit, ist offen, Bauchdecke zieht mit, Rippenbögen, Brustbein, Schultern. Der linke Arm folgt jetzt. Du darfst ihn beugen und zieh zum rechten Arm hinterher. Verstärk so die Drehbewegung und schau dem rechten Daumen hinterher, bis über die Augenwinkel. Noch ein kleines bisschen mehr. Quetsch alles aus. Und dann komm langsam zurück. Sehr schön. Puh, andere Seite. Fang an. Unten, Knie, Beine, Becken. Rippenbögen in die Rotation mit reinzunehmen. Brustbein, Schultergürtel. Linker Arm dreht zurück. Halswirbelsäule, Kopf. Dein Blick folgt. Der rechte Arm beugt und zieht der linken Hand hinterher. Bleib auf beiden Füßen gleich viel belastet. Handfläche zeigt zur Decke vom linken Arm. Die rechten Fingerspitzen ziehen
dem linken Arm hinterher. Schau nochmal vorbei an deinem linken Daumen und dann komm langsam wieder zurück. Dass ich überhaupt noch so viel reden kann, ist ein Wunder. Aller guten Dinge sind 3. Jetzt weißt du, wo es hingeht und kannst natürlich verstärken und mach das in deinem eigenen Tempo. Wenn du merkst, das ist dir ein bisschen zu lang, so lange wie ich drinne bleibe, komm eher raus, gönn dir eine etwas längere Pause und mach beide Seiten noch 2-mal. Arme starten, Schultern tief, Füße verankert und du fängst an, von unten dich in die Rotation wie eine Schraube aufzudrehen. Der Blick folgt der rechten Hand. Der linke Arm beugt und zieht hinterher. Du versuchst noch ein bisschen weiter in die Rotation zu gehen und achte darauf, was du jetzt hinter dir noch wahrnehmen kannst. Noch mehr, noch mehr, noch mehr in die Rotation. Langsam komm zurück. Ich hoffe, du hast dir gemerkt, was du hinter dir wahrnehmen kannst und vielleicht auch, was du jetzt auf der anderen Seite hinter dir wahrnehmen kannst. Langsam in die andere Richtung gehen, Füße verankern. Ja, der ganze Fuß bleibt am Boden und du fängst von unten an, wie eine Schraube, dich zur linken Seite zu drehen. Linker Daumen zieht hinter dir, der Blick folgt. Der Daumen will ein bisschen weg, noch weiter nach hinten, der Blick will folgen. Rechter Arm geht hinterher. Alles in diese Schraubbewegung hineinbringen. Achte darauf, was du wahrnehmen kannst hinter dir. Langsam komm zurück. 3. Runde. So, wenn du noch nichts gegessen hast, kann durchaus sein, dass dir jetzt ein bisschen schwindelig wird. Mach die letzte Runde nicht so intensiv. Dreh zur rechten Seite. Ich hoffe, du weißt noch, was du hinter dir wahrnehmen konntest bei der vorherigen Runde. Und dreh hinter dir, zieh den Arm zurück, Knie gestreckt, auf beide Füße verankern, Blick folgt, Schultern nochmal tief. Und achte darauf, was du jetzt wahrnehmen kannst, ob es noch ein bisschen mehr ist. Und dann komm langsam zurück, sehr schön. Mein Sichtfeld war wesentlich weiter. Von jeder Runde, komm, die letzte Seite müssen wir nochmal machen. Dreh nach links, linker Arm zieht zurück, rechter Arm folgt. Du nimmst mit den Augen über die Augenwinkel wirklich den Blick nach hinten gerichtet mit. Kopf dreht, Schultern drehen, Rippenbögen, Becken, Knie, von unten nochmal nach oben arbeiten. Schraub dich auf und jetzt schau, was du hinter dir wahrnehmen kannst. Ob es noch ein bisschen mehr ist. Langsam komm zurück. Puh. Schultern durchlockern. So, und die Daniela wird euch bestätigen, gestern Abend haben wir ein entspannteres Training gehabt. Roll in der Mitte nach unten und bring alles in eine Symmetrie, sodass du das Gefühl hast, es fühlt sich wieder gut und gleichmäßig an. Kurz aushängen, eventuell die Knie mal beugen, Knie wieder durchstrecken, sodass wir eine Dehnung für die Beinrückseite bekommen. Und dann roll langsam nach oben auf. Sind wir warm? Sehr gut. Komm in den Stand, sodass du die Matte vor dir hast. Hüftbreit, scann dich durch. Es soll sich jetzt alles locker anfühlen. Und du rollst wieder ab, läufst mit den Händen nach vorne in eine Stützposition. Darfst dann beide Knie ablösen und auf den Boden abstellen. Gut. Hier angekommen, kurz halten, alles durchscannen und dann bring die Knie unter deine Hüfte, korrigiere eventuell die Hände unter deine Schulter. Sehr gut. Wir gehen in Armkreise und schauen, dass wir noch so ein bisschen Bewegung in den Schultergürtel hineinbringen. Rechter Arm geht nach vorn. Kreis über oben und öffne den ganzen Brustkorb zur Seite. Schau hinterher, über hinten Kreis zurück, sodass der Arm wieder unter dir kommt und mach das so 3-mal mehr. Auch hier
Versuch den Radius, den Kreis zu vergrößern mit jeder Wiederholung. Hinterher schauen. Der Arm geht lang nach vorne, die Schulter öffnet zur Decke, der Bodenarm drückt dich weg und wir wiederholen das für die andere Seite. Linker Arm geht nach vorn. Du drückst dich über den Boden weg. Kreis und wiederhol das. Wieder nach vorn. Vom Boden wegdrücken. Zur Seite öffnen. Und ein letzter Kreis. Sehr schön. Das rechte Bein kommt nach vorn, da wo dein rechter Fuß stand. Und wenn du etwas unter dein hinteres Knie brauchst, Cecilie, pack dir was drunter. Bring deinen Oberkörper mit nach oben. Und wir gehen in die Leiste. Becken aufrichten, Schambein hoch zum Brustbein. Und mit dieser Aufrichtung verlager nach vorn, ohne dass du das verlierst. Da soll ein schöner Zug in deiner Leiste entstehen. Bauchdecke leicht nach innen. Und der linke Arm, den Kreis nochmal zurück. Zur Seite öffnen. Ich halte mit dem rechten mein rechtes Knie stabil. Kreis mit den Armen nach vorn. Folg mit dem Blick nach oben, zurück, sodass du seitlich öffnest. Und noch einmal den Arm nach vorn. Zur Seite, Blick folgt zurück, beide Schultern nochmal weg vom Ohr. Genauso auf der anderen Seite. Du kannst gerne den linken Arm auf deinem rechten Knie parken. Rechter Arm geht nach vorn. Kreis zurück. Jetzt aufpassen, dass dein Knie nicht nach innen fällt. Halt mit dem Knie dagegen, sodass du ein bisschen Druck gegen deine linke Hand aufbaust. Der Arm geht wieder nach vorn, rechts, nach oben. Der Blick folgt. Über die Seite, nimm die Rotation mit und Kreis ganz weit zurück. Becken immer noch aufgerichtet, groß machen. Letzter Kreis. Über oben, nach hinten kreisen. Sehr schön. Von hier aus steig von hinten nach vorn. Bring die Füße nebeneinander, stütz dich ab, streck die Arme durch. Bauchdecke zieht nach innen und du ziehst die Ellbogen gebeugt nach hinten. Soweit du kannst. Und jetzt fang an, die Unterarme nach oben zu ziehen, wie eine U-Position. Nach unten und nach hinten. Nach unten und nach oben. Sodass eine Rotation im Schultergelenk stattfindet. Über den Unterarm weitergeleitet an den Oberarm. Hand ist in der Verlängerung vom Unterarm. 2 mehr. Und wenn die Arme nach oben gehen, komm ganz in den Stand, streck mal deine Leisten. Und wir sind in dieser U-Position. Klapp nach vorne. Und jetzt kannst du wie kleine Kreise mit dem Unterarm durchführen. Und versuch mal den Oberarm, so gut du kannst, zu fixieren. Das ist ein bisschen Koordination. Der Ellbogen soll etwa auf Schulterhöhe bleiben. Hand in der Verlängerung vom Unterarm, also die fängt nicht an, hier separat zu kreisen. Muss ich mich selber korrigieren. Gut. Dann stell wieder auf. Und jetzt stell dir vor, dein Ellbogen zieht die Kreise nach vorne und weit nach außen. Nach vorne und weit nach außen. So, du spürst, es geht um die Mobilisierung, Bewegung im Schultergelenk. Und wir versuchen so viele verschiedene Winkel einzunehmen wie möglich. Letztes Mal. Ende mit den Oberarmen an deinem Rumpf. Unterarme ziehen nach außen. Das ist wie ein stummer Diener. Und vorne gerne wieder kreuzen. Nach außen ziehen.
Und vorne wieder kreuzen. Du darfst ja gerne mal die eine Hand oben drüber führen, die andere Hand unten drunter kreuzen, sodass du im Wechsel arbeitest. Der wichtigste Part ist das äußerste Stück beim Öffnen der Unterarme. Oberarme bleiben am Rumpf dran. Stell dir vor, du hast ein Blatt Papier eingequetscht, eingeklemmt zwischen Oberarm und Rumpf. Sehr gut. Öffne. Und jetzt bleib hier. Zieh nach. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal 8, 7, Schlüsselbeine weit. 5, 4, 3, 2, letzte Runde. 8. Noch ein bisschen mehr den Winkel öffnen. Denk an deine Bauchspannung. 4, 3, 2, Arme strecken. Und jetzt lass sie einfach durchschwingen. Dreh dich zurück, wenn du dich zur Kamera gedreht hast wie ich und steig mit dem rechten Bein nach hinten, sodass das linke diesmal vorne ist. Komm in diesen kleinen Ausfallschritt. Becken wieder aufrichten und wir wiederholen die Armkreise in dieser Lunge-Position. Einen Zug entstehen lassen auf der Vorderseite, rechtes Bein, Leister. Der rechte Arm kreist nach vorne. Ich habe den linken an meinem linken Bein, um mich hier zu stabilisieren, damit das Bein nicht nach innen kippt. Führe den rechten Arm in einem großen Kreis zurück. Du darfst gerne seitlich öffnen und mit dem Rumpf der Bewegung folgen. Immer wieder das Schambein hochziehen, wenn du vorne angekommen bist. Einen großen Kreis, so weit wie es geht, den Rumpf mit einbeziehen. Nochmal nach vorne ziehen. Großer Kreis zur Seite, die linke Hand fixiert das linke Knie, öffnen zur Seite und dann wechselst du deine Arme. Der linke Arm geht nach vorn. Jetzt aufpassen, dein linkes Knie will gerade stehen bleiben. Du öffnest zur linken Seite und führst den Arm zurück. Ja, da merkst du schon, hier geht das jetzt nicht ganz so einfach. Langsam über die Punkte drüber gehen, wo du spürst, da hakt es. Becken nochmal aufrichten. Kreis so weit du kannst zurück. Sehr gut. Und dann kannst du auch hier nochmal lösen. Steig wieder von hinten nach vorn. Mach die Wirbelsäule rund. Ruhig abstützen auf deinen Oberschenkeln, zieh die Bauchdecke in die Länge. Und wir beziehen die Brustwirbelsäule mit ein. In diesem Stütz nimm deinen rechten Arm und der Ellbogen zieht über die Seite nach oben. Damit du sicherer stehst, schließ die Füße. Schließ die Knie, sodass du diese Verankerung spürst. Linker Arm bleibt an den Oberschenkeln, der hilft. Der rechte Ellbogen zieht nach oben und du öffnest zur Seite. Knie gerne leicht gebeugt, Oberkörper leicht nach vorn. So, der Arm schiebt in die linke Richtung, sodass die Brustwirbelsäule jetzt auch in die andere Richtung dreht. Ellbogen nach oben, drehen der Brustwirbelsäule auf. Ellbogen die Diagonale, Arme die Diagonale nach unten. Noch einmal. Dreh nach oben und nach unten. Ellbogen startet in der Bewegung. Der Arm streckt. Und in einem Halbkreis führt der Arm nach unten. Und in einem Halbkreis führt der Arm nach oben. Nach unten. Und nochmal nach oben. Die ganze Brustwirbelsäule mitnehmen. Schultergürtel. Und dann darfst du hier lösen. Andere Seite. Stütz dich ab, Ellbogen startet. In die Diagonale nach oben. Links unten. Rechts oben. Links unten. Knie zusammendrücken. Folg dem Blick. Folg hier wirklich mit dem Blick der Bewegung und dann streck den Arm, gestreckt nach unten, Halbkreis, gestreckt nach oben, Handfläche aufdrehen, sodass es eher in eine
Außenrotation geht. Eine letzte Runde. Richtig weit öffnen. Gut. Komm zurück. Oberkörper mal über deine Oberschenkel ablegen. Kurz Kopf locker lassen. Gerne ausschütteln. Und dann darfst du aufrollen in den Stand, alles durchlockern.